Diese 5 Sportwagen sind in den letzten 4 Jahren am schnellsten gefallen und hatten den größten Wertverlust. In diesem Video stellen wir euch vom kleinsten bis zum größten Wertverlust in aufsteigender Reihenfolge die häufig gehandelten Sportwagen vor und der letzte davon hatte wirklich einen krassen Wertverlust. Wir konnten die Zahl selber kaum glauben. Egal ob du Sammler, Händler, Sportwagen-Fan, einfach Enthusiast bist. Diese 5 Beispielfahrzeuge geben dir einen wirklichen Einblick, was derzeit am Markt vor sich geht und wie sich auch die Preise in Zukunft entwickeln werden. Wir verraten dir wertvolle Insider-Einblicke, die du sonst am deutschen Markt nicht findest. Damit kommen wir auch schon zum ersten Fahrzeug, dem Porsche 992 Carrera 4 GTS Coupé. Wir gehen die Fahrzeuge anhand von 4 Merkmalen durch. Zunächst schauen wir uns den Listenneupreis 2021 an. Als nächstes gehen wir auf den Peakpreis, also schauen, wie wurden die Fahrzeuge maximal gehandelt. Dann ziehen wir eine Referenz auf den aktuellen Markt und gehen auf Mobile und schauen uns die Marktkurse derzeit an. Und als abschließendes schauen wir einmal noch den Forecast an, also wie werden die Fahrzeuge sich vermutlich in Zukunft entwickeln. Also Listenpreis 992 Carrera 4 GTS. Im Jahr 2021 betrug der Listenpreis in etwa mit Sonderausstattung 160.000 Euro. Zum Peak, also bei Markteinführung, die ersten Monate wurden die Autos in etwa 20.000 Euro über Neupreis gehandelt, sprich für 180.000 Euro. Für uns ist immer ganz entscheidend, sind die Fahrzeuge wertstabil, können wir die in unserem Bestand kaufen. Daher haben wir allein 2024 schon über 250 Stunden in die Analyse des aktuellen Marktes investiert. Wenn wir jetzt auf Mobile schauen, wo liegen die Fahrzeuge aktuell, dann stellen wir fest, die liegen immer noch bei rund 160.000 Euro. Damit sind diese Fahrzeuge zu ihrem Peak in etwa um 20.000 Euro gefallen, beziehungsweise um 11%. Aber, und jetzt kommt es, ganz wichtig, auch bei allen Fahrzeugen, die wir heute betrachten, zu ihrem Listenpreis war der 992 Carrera 4 GTS praktisch ohne Wertverlust zu fahren. Allerdings gilt es ausschließlich für die Listenpreise von 21 und 22, denn in jedem Jahr hat Porsche die Preise um 5% angehoben und schon 2024 liegt ein vergleichbares Fahrzeug bei in etwa 185.000 Euro und ist damit selbst als junger Gebrauchtwagen aktuell mit mehr als 10% Abschlag unter dem Listenpreis verkaufbar und dadurch ergibt sich für die neuen Modelle eben ein Wertverlust. Unsere Einschätzung zur Zukunft der Modelle, der 992, egal ob jetzt 4S, Carrera S oder GTS, die sind in alle etwa gleich. Da werden sich die ersten Modelljahre, also 2019 bis 2022, die werden sich sehr gut halten. Da könnt ihr aktuell noch einen richtig guten Kurs im Verkauf erzielen. Allerdings, wenn ihr einen späteren habt aus 23 und 24, dann werdet ihr jetzt schon einen Verlust einfahren und der Preisverfall wird sich hier weiter beschleunigen und deshalb unsere Empfehlung, Carrera GTS verkaufen. Kleine Anmerkung noch in eigener Sache, wir suchen aktuell 992 GT3 RS, möglichst neuwertige Fahrzeuge mit Mehrwertsteuer und unter 100 Kilometer, bevorzugt mit Weissach- und Keramikbremsanlage. Wenn ihr dort ein Fahrzeug habt, wir zahlen hier richtig gute Preise. Ihr könnt aktuell von noch unglaublich hohen Exportpreisen hier profitieren. Wir haben hier sehr gute Kontakte, also bietet es uns sehr gerne an. Das gleiche gilt für 911 Dakar oder auch 911 ST. Hier haben wir schon einige Fahrzeuge verkauft, aber suchen für ausgewählte Kunden weitere Modelle. Lasst es uns gerne wissen. Kommen wir zum zweiten Fahrzeug, dem Ferrari 296 GTB. Don't touch me. Dem ersten V6-Modell nach dem Dino 246 und nach dem SF90 der erste Serienhybrid, den Ferrari in den Markt gebracht hat. 2022 lag der Listengrundpreis in etwa bei 270.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und wenn wir einmal in Betracht ziehen,
dass es sich um ein Einstiegsmodell handelt, dann ist mit 25.000 Euro Sonderausstattung ja so ein guter Schnitt. Also in Summe lagen die Fahrzeuge bei rund 295.000 Euro bis 300.000 Euro Listenpreis. Zum Peak, als die Autos neu kamen, waren die ultra gehypt, auch zu Recht, weil es sind sehr performante Fahrzeuge und da wurden die rund 20% bzw. 60.000 Euro über Liste gehandelt. Wie sieht es aktuell aus? Werfen wir einen Blick auf Mobile. Derzeit werden Gebrauchtfahrzeuge für rund 285.000 Euro gehandelt. Das sind dann auch Fahrzeuge eben aus 2022 überwiegend, teilweise aus Beginn 2023. Und somit ergibt sich zu ihrem Peak ein Verlust um bis zu 85.000 Euro bzw. 21%. Dieser Verlust gilt natürlich nur für Käufer, die eben über Liste auch am Anfang eingestiegen sind. Für all die, die das Fahrzeug zum Listenpreis erworben haben, sind es lediglich 15.000 Euro Verlust bzw. 5%. Wichtig ist auch hier noch zu erwähnen, dass Ferrari die Listengrundpreise kontinuierlich erhöht hat und aktuell 2024 liegt der Grundpreis bei rund 285.000 Euro und somit kostet ein vergleichbarer 296 GTB, der 22 noch 295.000 Euro gekostet hat, jetzt eben rund 315.000 Euro. Unser Forecast für den 296 GTB, wir glauben an einen weiteren Verfall. Wie alle Hybridfahrzeuge wird auch der 296 unter Druck kommen und ja, wenn ihr ein Fahrzeug als Investment seht, dann wäre unsere Handlungsempfehlung, versucht es zu verkaufen. Aktuell könnt ihr mit etwas Glück ja noch leicht unter dem Listenpreis bekommen. In 1-2 Jahren mag das dann doch schon anders aussehen. Was haltet ihr eigentlich von dem ganzen Überliste-Thema? Würdet ihr ein Fahrzeug über dem Neupreis kaufen? Findet ihr es ist legitim, ein Auto über dem Neupreis zu verkaufen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. So, kommen wir auch schon zum dritten Fahrzeug, dem 992 Turbo S Coupé. Der Turbo S war nie ein Investmentfahrzeug, war nie bekannt für guten Werterhalt, sondern galt immer als das Fahrzeug im 911er Lineup mit dem höchsten Wertverfall. Umso erstaunlicher war es, dass der Turbo S anfänglich zu Corona-Zeiten mit das Fahrzeug war, das am höchsten über dem Neupreis gehandelt wurde. Zum Peak sind diese Fahrzeuge für fast 300.000 Euro gehandelt worden, bei einem Listenpreis mit Ausstattung 2021 von nur lediglich 235.000 Euro, also fast 75.000 Euro über dem Herstellerpreis. Doch wo liegen die Fahrzeuge heute? Werfen wir einen Blick auf Mobile und wir sehen, dass gebrauchte Turbo S aus den ersten Modelljahren bei rund 220.000 Euro liegen und damit für alle Käufer, die eben zum Peak eingestiegen sind, ergibt sich ein Wertverlust um 80.000 Euro bzw. fast 30%. Aber auch hier müssen wir wieder die Referenz zum Listenpreis ziehen, der mit 235.000 Euro 2021 noch moderat war und da sehen wir dann eben einen Wertverlust von lediglich 15.000 Euro bzw. 6%. Der Turbo S wie auch der GTS hat eben die Preiserhöhungen von 5% jedes Jahr gesehen und ein vergleichbares Fahrzeug würde jetzt 2024 rund 275.000 Euro kosten und damit hat man dann eben bei den späteren Modellen dann eben doch auch einen sehr hohen Verlust, selbst wenn man sie neu oder mit Tageszulassung verkauft. Unser Forecast für den Turbo S, wir sehen ganz klar einen weiteren Verfall. Der Turbo S ist wie eh und je das Fahrzeug im 911 Lineup mit einem hohen Wertverlust und wir sehen hier keinen Grund, wieso der 992 hier besser stehen sollte als seine Vorgängergeneration. Deshalb ganz klare Empfehlung, jetzt verkaufen und möglichst mit wenig Wertverlust noch rausgehen. Damit kommen wir zum vierten Fahrzeug, dem Cayman GT4S.
vielleicht 2022 das gehypteste Fahrzeug von Porsche überhaupt, mit der gehypteste Sportwagen, was recht untypisch war, denn es handelt sich trotz allem um einen Cayman, aber Porsche hat die Werbetrommel hier richtig gerührt und hat den Markt richtig heiß gemacht. Und zu was hat es geführt? Nämlich, dass die Fahrzeuge für bis zu 300.000 Euro gehandelt wurden und tatsächlich, wir kennen Transaktionen, die in diesem Bereich lagen. Wir konnten es selber kaum glauben. Doch wo lag der Listenpreis 2022? Für ein Fahrzeug mit Weissach und Keramikbremsanlage lag das Fahrzeug bei rund 170.000 Euro. Der aktuelle Marktpreis für die GT4 S liegt in etwa bei 180.000 Euro. Also immer gesprochen von Fahrzeugen dann aus 2022, Anfang 2023. Und damit sind die um sage und schreibe 120.000 Euro bzw. 40% zu ihrem Peak gefallen. Und es ist wirklich eine Enttäuschung zu sehen, dass schon 2 Jahre später die Fahrzeuge so dermaßen abgewertet haben. Also in der Geschwindigkeit haben wir das auch nicht kommen sehen und tatsächlich haben wir da auch an einem Auto uns richtig die Finger verbrannt, der in unserem Bestand war. Den konnten wir nicht schnell genug verkaufen, sind auch deutlich über Liste eingestiegen und auch uns hat es hier wirklich kalt erwischt. Und jetzt könnte man den Eindruck bekommen, dass der GT4 S eine echte Geldvernichtungsmaschine ist. Aber das ist er nicht, denn er wird aktuell immer noch rund 10.000 Euro über seinem Neupreis gehandelt und ist entgegen des Bauchgefühls somit immer noch ein Fahrzeug, das man, wenn man es zum Listenpreis bekommen hat, noch gewinnbringend verkaufen kann. Unsere Prognose, aktuell 10.000 Euro Überliste. Wir sehen die Fahrzeuge mittelfristig sich beim Listenpreis einpendeln. Wir glauben nicht, dass sie deutlich unterhalb des Listenpreises fallen werden. Insofern Seitwärtsbewegung, kaufen oder verkaufen. Für beides ist der richtige Zeitpunkt und ich würde den GT4 S jetzt noch nicht abschreiben. So, wir kommen zum abschließenden Fahrzeug, dem Ferrari SF90 Stradale, also die Coupé-Version. Als er 2020 auf den Markt kam, der 1000 PS Ferrari, war der Hype unglaublich. Jetzt ist die Frage, was war beim SF90 so durchschnittlich die Sonderausstattung, die gewählt wurde? Und wir haben es hier mit einem Fahrzeug im oberen Segment zu tun. Hier kann man gut und gerne mit einem Schnitt von 50.000 Euro an Sonderausstattung rechnen. Wenn das Fahrzeug Assetto Fiorano hat, dann ist es eher bei 100.000 Euro Sonderausstattung. Aber als Richtgröße lag der Listenpreis ohne Assetto Fiorano damit bei rund 460.000 Euro. Die Autos wurden bis zu 700.000 Euro gehandelt. Aktuell am Markt sind die Fahrzeuge ohne Assetto Fiorano mit rund 460.000 Euro, mit Assetto Fiorano rund 510.000 Euro. In Relation zum Peak haben wir dann somit einen Wertverlust oder einen Wertverfall von 240.000 Euro bzw. 34%. Und ich glaube, das ist wirklich eine unglaubliche Zahl. Das ist allein das, was ein Turbo S 2021 neu gekostet hat. Und der SF90 zeigt ganz klar, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Der Wertverfall von 240.000 Euro ist natürlich nicht über Nacht passiert, sondern das ist ein Prozess, der sich über 4 Jahre hinweg abgezeichnet hat, entwickelt hat und sich jetzt auch weiter fortsetzt. Aber wir haben einmal in unser Archiv geschaut und konnten aus Mai 2022 noch Preise herausfinden, wie die bei den Händlern standen. Und wir haben hier 2 Fahrzeuge, die wir einblenden. Zum einen war es ein Fahrzeug hier aus Erstzulassung, Januar 2021, also wirklich ein ganz frühes, ohne Assetto Fiorano Paket mit rund 10.000 Kilometern. Der wurde für 562.000 Euro angeboten, beziehungsweise 100.000 Euro über Liste. Dann haben wir nochmals ein Fahrzeug aus Erstzulassung 0521 mit 1.500 Kilometer, war aber einer mit Assetto Fiorano. Also vom Grundpreis dann vom Gesamtpreis rund 100.000 Euro höher und der wurde hier mit 620.000 Euro angeboten, also auch rund 100.000 Euro über Liste. Nichtsdestotrotz muss man auch hier
ja, bei der Wahrheit bleiben und sich die Listenpreise vergegenwärtigen und die Aufrufpreise an den Börsen derzeit entsprechen in etwa den Listenpreisen aus 2020 und 2021. Und wenn man das Fahrzeug somit zum Listenpreis bezogen hat, dann hat man unter Umständen Glück und kommt mit keinem Wertverlust dann auch aus dem Verkauf seines SF90 heraus. Unsere Prognose wie beim 296 GTB, weiterhin sehen wir eine Abwertung, beim SF90 sogar eine starke Abwertung. Hinter vorgehaltener Hand haben wir schon gehört, dass auch viele Fahrzeuge derzeit bewusst vom Markt genommen werden, in Hallen stehen und nur darauf warten, wieder an den Markt zu kommen. Aber Ferrari probiert hier auch Einfluss zu nehmen auf die Marktentwicklung, zielt gezielt Fahrzeuge aus dem Markt heraus und sorgt so für eine künstliche Stabilisierung. Wir glauben nicht daran, sondern empfehlen jeden, der eine SF90 hat, ihn jetzt zu verkaufen. Besser jetzt wie noch später. Doch was sagt das uns jetzt alles? Kommen wir zu den Key Learnings. Learning Nummer 1. Auch wenn die Preise teilweise extrem gefallen sind, so sind die wirklich großen Verluste nur bei den Käufern entstanden, die die Fahrzeuge über dem Listenpreis erworben haben. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass es weiterhin viele Fahrzeuge gibt, die deutlich über ihrem Neupreis gehandelt wurden, die man auch weiterhin über ihren Neupreis kaufen kann. Ein gutes Beispiel ist hier der 992 GT3 RS. Learning Nummer 2. Die Fahrzeuge haben nicht so stark abgewertet, wie man zunächst vermutet, denn in Verhältnis zu ihren Listenneupreisen sind von unseren 5 Beispielsfahrzeugen lediglich 3 Fahrzeuge, die aktuell unter dem Neupreis gehandelt werden. Das ist auch schon die Überleitung zum dritten Learning, und zwar: Der Markt ist nicht so schlecht, wie wir glauben. Vom Gefühl her handelt es sich um einen Marktumsturz. Man könnte meinen, die Preise fallen rapide. Es zeigt sich aber ein gegenteiliges Bild. Die Sportwagen sind weiterhin extrem wertstabil. Zwar sind die verrückten Zeiten, die durch Corona, durch Lieferengpässe befeuert wurden, vorbei, aber wir haben es jetzt hier wieder mit einer normalen Marktphase zu tun, mit einer Regression zur Mitte. Und es ist keineswegs so, dass der Markt in sich zusammenfällt. Das vierte Learning, und insbesondere trifft das auch auf Porsche zu, ist, dass die Wertverluste hausgemacht sind. Porsche hat seit Markteinführung des 992 im Jahre 2019 jedes Jahr die Preise um etwa 5% erhöht. Und das führt zu zweierlei Sachverhalten. Der erste Sachverhalt ist, dass die Fahrzeuge aus den ersten Modelljahren extrem wertstabil sind, weil der Hersteller durch seine Preisanpassungen eben die Restwerte unglaublich stabilisiert hat. Der zweite Aspekt ist jedoch, dass Käufer, die in den Folgemodelljahren, also 2023 oder 2024 ihr 992 erworben haben, dass die nun die zusätzlichen Gewinne der Hersteller als ihren Wertverlust tragen und somit eben die jungen Fahrzeuge mit einem relativ hohen Wertverlust jedenfalls für 911-Verhältnisse derzeit verkauft werden müssen. Ich hoffe, das Video hat euch gezeigt, dass wir zwischen Bauchgefühl und tatsächlicher Sachlage unterscheiden müssen und die Preisabwertungen, der Preisverfall nicht so stark ist, wie man zunächst glaubt, sondern vielmehr wir uns jetzt in einer normalen Marktphase befinden, in der sich die Preise stabilisiert haben, der Hype so etwas abgekühlt ist und wir alle wieder uns ab normalen Preisen in Zukunft freuen können. Also, wenn ihr einen dieser Fahrzeuge habt oder einen anderen Porsche, Ferrari oder sonstigen Sportwagen, dann bietet ihn gerne an. Wir schauen immer, dass wir für euch da einen Blick drüber werfen und freuen uns schon auf das nächste Video.